Okay. Hörst du mich dieses Mal? Perfekt, perfekt, Super, perfekt. ja, prima. So, schön, dass es geklappt hat. Also ja, für die Zuschauer, ich bin Simon Watt aus Unchained Media Scotland. Ich rede mit Eva Gerber jetzt. Und vielleicht, Eva, kannst du erstmal ein bisschen erzählen, wer du bist und was du vorhast. Also, ich heiße genau Eva, ich bin 54 Jahre alt, ich fahre unglaublich gern Fahrrad und ich verfolge das eigentlich schon seitdem ich Teenager bin. Ich war zum Sprachaustausch in England, Brighton, das ist Südengland. Und damals fiel mir schon auf, da war ich erst 16, 17, dass die Haltung der Briten gegenüber den Schotten sehr seltsam war für mich als Deutsche, als Außenstehende, ja. Weil wir waren im Unterricht immer gelehrt worden, ja, tolerant und respektabel und wertschätzend. Und das war alles, was ich nicht von den Briten gegenüber den Schotten gespürt oder gehört habe. Da dachte ich mir schon mit 17 komisch. Ganz komisch einfach, ja. So die Haltung halt gegenüber einer ganzen Bevölkerung. Mhm. Ja. Ja, ja. Und es hat mich gestört. Es hat mich wirklich gestört, mich wirklich zugeben. Naja, jedenfalls war ich dann natürlich lange Zeit nicht in Schottland oder ich war erst 2012 selber in Schottland, aber ich habe mich schon immer für die Kultur sehr interessiert und mir hat auch die Landschaft dort sehr gut gefallen. Und ja, jetzt ist es so, dass ich also geplant habe, in Schottland zu leben. Und als ich gehört habe, dass ich die UK fragen muss in London, ob ich als Europäerin wohlgemerkt in Schottland leben und arbeiten darf unter Brexit, da stieg es bei mir die Galle hoch. Ja. Ja, da habe ich so richtig gemerkt, wie die Temperatur von unten hochstieg und ich was innerlich dachte, ja, so fucking Britons war der erste Anstoß. Ja. Und dann kam wirklich die Idee und dann auch noch durch Freunde initiiert, die sich regelmäßig zu sportlichen Aktivitäten aus politischen Gründen treffen. Mhm. Ja. Und dann kam so eins zum anderen, ja, so. Und dann dachte ich mir so, weißt du was, jetzt fahre ich mit dem Fahrrad nach Schottland und zeige der EU, was ich davon halte, dass die Schotten immer dazugehören sollen. Ja, und auch vor allen Dingen den Menschen in Schottland auch ein Signal senden, dass sie für mich zur EU dazugehören. Mhm. Ja, also Ja. für mich als Deutsche gehört die schottische Kultur zu uns Europäern. Ja. Ja. Das war ein ganz, ganz wichtiges Signal für mich als Deutsch-Europäerin. Mhm. Ja, gerade auch unter dem Aspekt, dass Deutschland sehr viel Macht und Einfluss hat in Europa. Mhm. Mhm. Ja, jetzt nicht immer zum Guten, muss ich auch mal zugeben. Also ich bin nicht mit allem einverstanden, was unsere Regierung macht, aber sie sind pro-europäisch. Also sie wollen den Geist der Europäischen Union erhalten. Mhm. Mhm. Und darum geht es mir. Und deswegen mache ich das. Ich freue mich auch schon sehr, muss ich wirklich sagen. Ich weiß zwar, ich habe nicht die Ausdauer, ich werde viele Pausen brauchen, Ja, ja. aber das gönne ich mir einfach. Also ich werde mich auch, I will not hustle. Ja. Und wann soll es stattfinden, in Fahrradfahrt? Am 1.7. Ja, okay, 1.17. Also Ja, erst ab fahre dem ich 1. los, weil dann denke ich, wird das Wetter stabil sein in Europa halbwegs doch. Ja, Also also, Regen stört mich nicht, im Gegenteil, ich finde es im Moment gerade gut, dass es viel regnet. Viel ja. für Deutsch-Verhältnisse viel. Mhm. Ja. Und wie findest du es, wenn du von deinen Interessen in schottischen Unabhängigkeit mit anderen Deutschen erzählst? Haben sie Verständnis dafür meistens? Oder? Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Also ich Ja. habe schon solche und solche Reaktionen bekommen. Mhm. Ja, also manche sind wirklich Ja. ganz pro Englisch und andere sind wieder ganz pro Schottisch. Das Mhm. sind vor allen Dingen, habe ich gemerkt, so für mich, obwohl ich mich da zu dem Kreis gar nicht so zähle, sehr konservative Deutsche, die pro-russisch sind. Mhm. Pro-russisch, pro-schottisch, entschuldige bitte. Ja, also die eher so sagen, dass die Briten, nachdem sie ja uns umerzogen haben von Nazis zu Demokraten, Mhm. es selbst an Demokratieverständnis sehr, sehr missen lassen. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, das sind die Alliierten, die sind hierher nach Deutschland genauso Mhm. wie die US-Amerikaner. Und wir haben nach der dritten Generation
hier immer noch ein Umgang der Briten und Amerikaner mit uns, wie wenn wir gerade erst den Krieg beendet hätten. Ja, ja. So in der Art politisch, nicht so, wenn du jetzt die Menschen privat triffst, das ist klar. Ne? Also ich habe auch amerikanische und englische Freunde, das ist gar nicht das Thema. Es geht um den politischen Umgang miteinander. Und ja, also in dem Sinn auch, du findest das gegenüber den Schotten, die Briten dann irgendwie einen Mangel an Demokratie erlaubt haben. Ja, das hört man ja auch, wenn ich den einen Videoausschnitt sehe, von wem habe ich den überhaupt gehabt? Ach, sogar von einem englischen Comedian, Oliver John oder wie der heißt. Ich glaube. John Oliver, ja, genau. John Oliver. Und ich mag ihn, also manches von ihm mag ich. Und er hat jedenfalls seine eigenen Landsleute sehr aufs Korn genommen, gesagt, dass sie nach 312 Jahren Misshandlung der Schotten nicht erwarten können, dass die Schotten sich darüber freuen, als erstes, oder dass sie Verständnis dafür haben. Und er hat diesen Videoausschnitt gebracht, wo allen Ernstes, das war so peinlich, der im Westminster, der eine schottische Politiker, fragt Cameron vor laufender Kamera, wie das wäre mit dem Erdöl, warum 68% nach Britannien gehen und bei ihnen nur sehr wenig bleibt oder in Schottland. Das sagt Cameron vor laufender Kamera, weil er lacht dann nur. Und dann fragt der Mann, warum lachen Sie? If you ask stupid questions, you get stupid answers. What? That's no answer, you know. And that's something, das wäre auch was ich noch nicht mal zu jemandem sagt, den ich nicht leiden kann. Also was soll das? Das war so, also, na, und das sagte er also als Engländer, dass er diesen Umgang nicht bestätigt als Engländer oder gut heißt. Ja. Und wie ist denn die allgemeine Reaktion von Schotten, wenn du erzählst, dass du das machst? Also sind sie überrascht, dass du das für die schottische Unabhängigkeit machen möchtest, oder sind sie eher unterstützen meistens, oder wie sind die Reaktionen? In meinem Umfeld meinst du jetzt? Ja. Eigentlich muss ich sagen, es wundert niemanden. Ja. Also anscheinend ist es was man mir auch zutraut. So. Ja, und es ist in meiner Familie zum Beispiel, meine Kinder sind ja auch politisch, so wie ich, eher so, dass sie alle pro-europäisch sind. Und alle schätzen dieses freie Reisen können, überall arbeiten und leben können. Und diese ganzen Dinge, die für uns normal geworden sind. Ja, und ja, sie sehen auch in Deutschland diese AfD wie die Brexit-Partei, dass sie einfach sehr viel Geld bekommen von Menschen, wo man nicht mal genau weiß, wer die sind. Ja, und dass sie dadurch auch sich der Transparenz entziehen, dass man weiß, wer sind diese Menschen überhaupt? Wo kommt da diese Macht her, dieses Materielle, diese Geldströme? Ne? Das ist ja bei der AfD so ähnlich, ja? Ja. Also was erhoffst du von diesen Aktionen der Fahrradfahrt? Erstens mal werde ich Menschen kennenlernen ohne Internet, weil ich sitze sehr viel vom Internet. Ich mache viel Arbeit vom Internet. Und Menschen ohne Internet so live zu erleben, ist immer noch mal eine ganz andere Sache. Dann möchte ich auch auf dem Weg Interviews machen, also so wie du jetzt mit mir, dass ich Leute befrage zu ihrer Meinung und ja, wie sie auch gewählt haben und warum und was sie sich wünschen von der Europäischen Union auch in Zukunft. Ja. Oder solche Dinge. Also auch mit Deutschen zu sprechen, nicht nur mit Schotten, ne? Sondern mit Europäern halt in Europa. Ne? Ich fahre ja von Deutschland über Holland, Newcastle, das ist ja Nordengland, und dann nach Schottland. Alles klar. Also mit der Fähre nach Newcastle, oder? Ja. Und wie kann man dich noch unterstützen?
Ich habe eine Founding gemacht, Go and Found Me. Kannst du vielleicht den Link nachher mal noch einstellen dazu? Ja, gerne. Und da kann man was geben. Genau, ja. Ja, alles klar. Ja, hast du noch so ein paar abschließende Wörter? Oder? Ja, abschließende Worte. Ja, da könnte ich jetzt ausholen. Nee, eigentlich nicht. Nee, nicht so richtig. Ich finde, für mich ist auch ganz wichtig, dass ich Teil meines Umfeldes bin und ich das mitgestalte. Und wenn es mir nicht gefällt, so wie es ist, dass ich dann auch aktiv werde. Ja, ne, finde ich gut. Okay, Ja, ja, danke erstmal. Also ich ja, glaube, ja, wenn noch was ist, dann melde ich mich nochmal. Aber erstmals vielen Dank für die cool. Worte und ja, äh, ja, wir reden noch. Dann viel Glück Ja, und bis bald. bis bald. Ja, ciao. Ciao.